Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Heute mit einer kurzen Upgrade-Session. Drehdra Sword und Guardian X wollen +5 gemacht werden, bevor wir sie ausprobieren. Und dafür brauchen wir natürlich erstmal Power Dice 4. Machen wir mal 20. 20. Genau. Und starten das Baby. Ja, es ist leider kein Upgrade-Event. Das habe ich beim Upgrade-Event tatsächlich vergessen, die Waffen zu upgraden. Deswegen habe ich jetzt auch bewusst Habe ich +4 gesagt? Oder ich +5 sagen? Ne, ich habe Power Dice 4 gesagt, ne? Ja, also deswegen habe ich jetzt auch bewusst +5 gesagt. Alter, das gibt's doch nicht. Es ist dreimal in der Row bei 80% fehlgeschlagen. Wie ist das überhaupt möglich, ey? What the hell? Ja, wie ihr seht schon, es fängt schon wieder so bescheiden an, dass wir es eigentlich auch direkt auf 5 lassen. Dann das +5, +6 macht so wenig Unterschied. Also ich meine, für die X wäre es wichtiger als fürs Sword. Fürs Sword wäre es tatsächlich egal. Ich wollte schon sagen, es wäre viel zu gut, wenn es 5 mal in der Row klappt. Und jetzt geht's wieder auf 2 zurück. Der absolute Klassiker. Ich meine, auf 2 zurück, ja, 3 auf 4 ist nur eine 54% Chance. Das passiert schon oft, aber dass es so oft von 2 auf 3 fällt, das ist crazy, finde ich. Ja, wir haben noch keinen einzigen Power Dice 6 geholt. Ey, wehe, die reichen nicht. Nein, tu mir das nicht. Es ist wieder bei 80% fehlgeschlagen. Wieder? Das kann doch gar nicht sein. Wie oft ist es jetzt mit 80% fehlgeschlagen insgesamt heute? Ja, und die Power Dice reichen nicht. Mann, ich wollte eigentlich nur noch seelengebundene Power Dice für alles benutzen, aber so wird es nichts, weil jedes Mal, wenn ich was upgrade, brauche ich so unverhältnismäßig viele, dass mein Vorrat direkt wieder weg ist. Im aktuellen Battle Pass haben wir noch nichts. War ja tatsächlich bei dem Comet Set auch ein ziemliches Problem, was mich schon auch arg gestört hat. Jetzt bin ich da so in dem... Ich wollte schon sagen, wo sind die S-Project Low? Jetzt bin ich schon wieder so in dem Ding, dass ich eigentlich gerne doch +6 machen würde. Okay, jetzt müssen wir es probieren. Na, machen wir erstmal nur so 6. Wir werden deutlich mehr Power Dice 4 brauchen. Ja, 40,5. Und wieder auf 2. In dem Fall muss ich mir fast die Battle Pass Aufgaben abholen, weil das kostet mich hier schon wieder viel zu viele Ressourcen. Muss ich zumindest ein paar Power Dice zurückholen. Oder ich lasse es doch. Ey, das ist so abartig. Dieses ständige Zurück auf +2 nervt so, weil du gar nicht um 4 und 5 die ganze Zeit kämpfst und die kämpfst die ganze Zeit einfach um +3. Dass es unter +3 geht, ist nervig. Ach, Glück gehabt, danke. Naja, ich weiß nicht, ob ich wirklich von Glück reden kann, aber ja. Auf jeden Fall ist das mein GX, Guardian X +6. Und das Drehdra Sword habe ich tatsächlich selber gedroppt. Mir ist im Nachhinein aufgefallen, dass es eigentlich doch nicht die perfekte Stattung war. Ich habe nämlich gesagt im Stream, oh, perfekt gestyletes Drehdra Sword. SDR +3, SDR +2. Ja, man würde natürlich eher 2 Decks haben wollen. Aber es ist trotzdem 5er Stattung und saumäßig gut. Also, da kann man nichts sagen. Von dem her passt es schon. Und das Baby wird jetzt ausprobiert. Oder die Babys, besser gesagt. Ja, und wir sind jetzt natürlich erstmal genau da, wo wir auch aufgehört haben. Mit GX und Drehdra Sword. Erstes Mal ausgerüstet jetzt hier. Ja, es ist nicht ganz der Oldschool-Look. Der Oldschool-Look wäre eigentlich mit Restcon-Set. Comet-Set hat mein Fly-PC eigentlich... Ich weiß gar nicht, das hat man eigentlich gar nicht benutzt tatsächlich. Also, naja, doch schon. Vor Level 60 halt, aber... Ab Level 60 war es eigentlich immer Restcon-Set. Schauen wir mal kurz, Attack Speed ist 100%, das passt. Dafür haben wir das Drehdra Sword am Start. Hitrate sieht auch sehr geschmeidig aus, dafür, dass das Set nur +6 ist. Damage auch super nice, war vorher so knapp 2k mit den gleichen Sachen, gleiche Bedingungen. Jetzt ist es eher so, ja eigentlich schon durchgehend 3k, oder? Ja, mit Crits fast 5. Ja, also durchschnittlich über 3k auf jeden Fall so. Einzige, was natürlich ein bisschen runtergegangen ist, ist die Angriffsgeschwindigkeit. Also nicht die Attack Speed, sondern die Animation der Waffe, weil One-Hand-Sword ist immer noch das schnellste im Spiel. Und Axe bzw. Blade, Einhandwaffen, also 2 Einhandwaffen sind langsamer als eben Sword. One-Hand, von dem her haben wir da eine kleine Einbuße, aber DPS an sich soll natürlich trotzdem stark gestiegen sein, würde ich jetzt mal sagen. Ja, sieht nicht gut, sieht nicht gut aus. Sieht nicht schlecht aus, wollte ich natürlich sagen. Und ja, nächstes Ziel wäre dann
die ganzen Quest-Items zu farmen. Gardai haben wir natürlich schon, die müssen wir jetzt eigentlich nicht mehr farmen. Garbage Spider und Crane und dann mal einen Abstecher nach Darkon 3 machen und da die ganzen Questies besorgen. Gibt der in dem Bereich, Alter, Wedge Suit gedroppt. Ohne Party-Skills. Ohne Party-Skills Wedge Suit gedroppt, geil. Ist wahrscheinlich nicht so viel wert, 20 Mio oder so. Ich habe schon Flaming Bow mit dem Char gedroppt, der bringt mir richtig Glück. Flaming Bow gedroppt und für 35 Mio verkauft oder so. Habe ihn einfach für einen random Preis in den Job gestellt und wurde gekauft. Wollte jetzt auch nicht absolut scammen, ich fand 35 schon Bucher. Hat einfach instant jemand rausgekauft, ohne was zu sagen. Achso, ich habe noch das Pet vergessen tatsächlich, also war es doch nicht die gleichen Bedingungen. Noch ein kleines bisschen mehr Crit-Rate. Ja, das ist eigentlich der größte Unterschied, dass wir jetzt halt 7% mehr Crit-Rate hatten. Vorher hatten wir das Sword of Silver Sword, aka Sauce, aka jetzt Sword of Silver Wing. Aber die meisten Leute sagen, glaube ich, immer noch Sauce und Sword of Silver Sword. Genau, das heißt im Endeffekt einfach 7% mehr Crit-Rate. Das dürfte der größte spürbare Unterschied sein, so von den blanken Stats. Neben dem natürlich wesentlich höheren ATK-Wert durch die Axe und generell einfach durch die Unique-Waffe. Und ja, ist cool. Schon lange kein Blade mehr gespielt im Low-Level. Ist auf jeden Fall wieder eine andere Experience. Definitiv zu dem, was ich sonst so mache. Aber ist natürlich auch sehr langsam. Aber ja, wie gesagt, dann erstmal die ganzen Quest-Items sammeln, wenn das nächste auf der Speisekarte. Und ja, Quests wurde ich auch schon oft gefragt. Quest ich mit den Chars. Mal schauen. Ja, ich habe die Quests jetzt in Fluff Universe auch schon so oft gemacht, die meisten Low-Level-Quests. Ich habe ja, wie gesagt, am Anfang jetzt schon so oft erzählt, aber ich sage es nochmal, habe ich ja mit 2 Chars angefangen. Erst Ranger, dann Blade und Knight, jeweils solo, hochgezogen. Und dann noch den Elementor und dann noch ein Elementor und dann noch ein Elementor. Und fast alle Chars haben alle Quests gemacht. Ein paar haben nicht alle Quests gemacht. Die letzten FEC-Chars zum Beispiel, denen fehlen tatsächlich relativ viele Quests. Also von FEC 2 quasi. Von 2024. Die Chars haben nicht alle Quests gemacht, da fehlt einiges. Und ein paar einzelne Quests, glaube ich, auch bei meinen ältesten Chars, also bei meinen ersten Chars sozusagen. Aber so im Groben und Ganzen, im Großen und Ganzen, müsste ich eigentlich fast jede Quest schon eigentlich mindestens 3-mal gemacht haben, manche auch 5-mal. Und ja, was soll man sagen? Irgendwann hängt es einem auch ein bisschen zum Hals raus, muss man echt zugeben. Und ich denke, ich hole das dann einfach irgendwann nach, mal so eine Quest-Session im Stream. Vor allem, wenn man da auch ein bisschen Blinkwing auf Madrigal und Return Towns Quest gespart hat, dann geht es auch richtig schnell, dann kann man so eine Quest-Session... Ich sag nur Dekans Mine. Die ersten Dekans Mine-Quests, die wir damals gemacht haben, als das Game neu war, da waren die Leute bis zu 5-6 Stunden beschäftigt. Erstens, weil die Quest ja auch relativ schwierig ist. Die Giants im Dungeon haben ja alle 900.000 bis 1 Million HP. Das heißt, du hockst da auch einfach ein bisschen dran. Plus, die sind auch sau stark. Du hast auch immer Angst, also Gefahr, dass die dich einfach töten. Und dann diese ständige Rein und Raus. Die ganze Zeit nach Darkon, dann in die Wüste, Darkon 3, Darkon, Wüste. So nervig. Wirklich, das kostet so viel Zeit, wenn du da fliegst oder läufst. Und Blinkwing auf Madrigal, beziehungsweise vor allem Return Townscroll in dem Fall, weil du ja in die Mine kannst du dich ja nicht reinblinken. Du kannst dich ja nur zur Mine blinken, nicht in die Mine rein. Das heißt, wenn du... Leute, wir haben noch eine Suit gedroppt. Ist zwar keine gute, aber crazy, was geht denn jetzt ab? Keine Party-Skills. Crazy. Ist halt einfach so, du kannst dich mitten aus der Mine, aus dem hintersten Raum raus teleportieren, die Quest abgeben, bist direkt drin, kannst weiter questen. Und das ist halt schon insane, muss man sagen. Das ist richtig insane, das spart so unfassbar viel Zeit. Ich habe selbst mit 8 Chars, glaube ich, auf FEC. Ich meine, ich habe es auf FEC gemacht, oder es war danach, aber ist ja echt egal. Ich glaube, ich habe die Quests in Rekordzeit mit 8 Chars in 2,5 Stunden gemacht. Und das erste Mal, als ich die Quests gemacht hatte mit 2 Chars, weil der Unterschied war, beim FEC habe ich es nicht mit dem richtigen Level gemacht, sondern erst als die Leecher auf dem Level waren. Das heißt, mein Elementor war natürlich überlevelt, aber ehrlich gesagt, die Dekans Mine Quest empfehle ich eigentlich auch fast nur überlevelt, weil die ist so nervig, wenn man wirklich auf dem richtigen Level ist, weil es einfach alles viel zu stark und viel zu schwer ist. Man macht nicht genug Schaden, man hat nicht genug HP, man hat nicht genug Ressourcen. Es ist schon sehr nervig, die Quest wirklich auf Level 82, 83 zu machen. Plus, man muss sie meistens dann auch doppelt machen, weil nicht alle Chars dann in der Regel Level 82, 83 sind. Allein schon deswegen würde ich sie erst ein bisschen später machen, dass auf jeden Fall alle Chars, und wenn es nur der zweite Char der RM ist, dass man sie auf jeden Fall zeitgleich machen kann, sich dadurch eine Menge Zeit spart. Aber wirklich dieses Return Town Scroll, im Dekans Mine Fall ist es wirklich extrem hilfreich,
weil das so viel Zeit gespart hat. Also klar, du bist doch immer erfahrener. Ich meine, ich kenne die Quest mittlerweile tatsächlich fast auswendig, weil ich sie so oft gemacht habe. Aber, weil die war am Anfang tatsächlich auch relativ kompliziert, weil sie ja mit so vielen verschiedenen NPCs zu tun hat. Die meisten Fly-Quests sind ja ziemlich linear. NPC 1, NPC 2, NPC 3, dann wieder NPC 1, 2, 3. Und da sind es ja dann ausnahmsweise mal wirklich, keine Ahnung, 10? Oder mehr als 5 auf jeden Fall. Also auf jeden Fall für Fly-Verhältnisse ungewöhnlich viele NPCs in dieser Quest-Reihe, zu denen man abwechselnd und auch immer wieder hin und her geht. Und da gibt es noch die 2 Quests, die ja dann parallel zueinander laufen. Also ist tatsächlich eine relativ komplexe Quest für Fly-Verhältnisse. Und auch das war am Anfang natürlich ein bisschen verwirrend. Das, wie gesagt, wenn man es oft genug gemacht hat, weiß man es irgendwann. Da denkt man gar nicht mehr drüber nach. Man macht es einfach. Flypedia ist auch eine Hilfe oder die Wikis sind eine Hilfe, wenn man sich da die Quest-Dinger aufmacht quasi. Und genau, das war dann schon insane, wie viel schneller das ging. Also gute 2 Stunden gespart, wenn nicht sogar knapp 3 Stunden. Das war schon nice, muss man echt sagen. Und ja, also wie gesagt, das ist schon ein krasser Unterschied. Wenn man da ein bisschen Ressourcen sammelt, spart man sich noch mehr Zeit. Und dann kann man auch sagen, ist auch egal, dass ich jetzt die XP nicht mehr so wirklich bekommen habe, wenn man sie mit einem höheren Level macht, weil dann nimmt ja natürlich immer die XP wieder ab. Und dann kann man halt sagen, naja gut, hab zwar weniger XP bekommen, die Items und vor allem die Inventarplätze sind aber die gleichen. Und den meisten Leuten geht es ja eher um die Inventarplätze. Und habe mir aber so viel Zeit gespart, dass ich die XP locker ausgeglichen habe, die ich weniger bekommen habe sozusagen. Und man muss ja auch nicht immer bis 150 warten, bis man die Quests nachholt. Im Fall von der Dekans Mine Quest, man kann es ja dann auch einfach statt mit 82, kann man es ja mit 92 zum Beispiel machen. Oder mit 100. Dann kriegt man für die Quest immer noch 1,5 Level wahrscheinlich oder 1 Level. Oder zumindest 50%. Ich meine, ich weiß es nicht genau, müsste ich nachschauen. Aber ich würde mir, also die Quest gibt ja insgesamt 3 oder 4 Level, wenn man sie immer mit dem richtigen Level macht. Das ist schon relativ viel. Und das heißt, wenn du sie 10, 15 Level später machst, kriegst du immer noch sau viel XP. Für den Aufwand. Weil dann, wie gesagt, rushst du ja durch. Die Giants sind kein Problem. Du kriegst von den meisten Monstern nicht mal mehr Schaden. Oder deutlich weniger Schaden. Also das, finde ich, hat dann schon alles seine Vor- und Nachteile, die sich irgendwo dann auch wieder ausgleichen. Genau. Aber ja, soviel zu dem Low-Level-Projekt. Das wird jetzt wahrscheinlich dann erstmal das letzte Video zu dem Projekt sein, bis nach FEC vermutlich. Ich will es nicht versprechen, also hoffentlich nicht, aber was will ich euch vormachen? Während FEC ist es höchst unwahrscheinlich, dass hier groß was passiert. Vielleicht mal, wenn FEC ein bisschen fortgeschritten ist und da die Luft so ein bisschen raus ist, man vielleicht sogar alle Ziele erreicht hat, keine Ahnung. Könnte ich mir vorstellen, dass man hier vielleicht mal einen Abstecher macht und einfach ein bisschen abschaltet und mal im Stream vielleicht hier eine Stunde grindet oder so. Aber wie gesagt, ich halte das nicht für sehr realistisch. Das heißt, hier wird es eher gegen Ende des Jahres, Herbst, Oktober, November, whatever, vielleicht mal wieder ein bisschen Action geben. Gut. Und ja, damit war es das auch schon. GX und Drehdressort-Kombo ist am Start, ist nice. Damage ist eigentlich mal erwartungsgemäß. Ich meine, ich habe auch keinen Link-Attack, keine Power-Ups, also kann man sich nicht beschweren. Monster 5 Level über mir. Und dann würde ich sagen, danke euch vielmals fürs Zuschauen. Würde mich sehr über ein Like, Kommentar und auch ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, dass wir uns auch im nächsten Fly Universe Video wiedersehen. Schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei. Tägliche Livestreams auf Twitch. Link dazu, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.